hier in Mainz-Finden, wollen wir mit dem Kastanienhof ein Beispiel ausprobieren, wie man Obstanbau machen kann mit einer großen Artenvielfalt, einer hohen Dichte. Und wir wollen gucken, ob die Bauern, und wir sind davon überzeugt, mehr Ertrag haben langfristig und weniger Arbeit. Das ist eine für uns neue alternative Anbauform, dass verschiedene Kulturen, nicht nur Obstbäume, sondern auch Kräuter, Gemüse etc. auf einer Fläche parallel produziert werden, angebaut werden. Dynamischer Agroforst bedeutet, dass es nicht nur eine Kultur auf der Fläche gibt, sondern dass viele Pflanzen nebeneinander wachsen, sich dabei ergänzen, sich unterstützen und eben auch den Boden immer weiter aufbauen und den Humusanteil fördern. Wir bepflanzen heute 4 Reihen, 170 Meter und nochmal 2 Reihen dahinter mit jeweils 90 Meter. Also wir als junge Generation sehen natürlich auch die Veränderungen in unserer Umwelt mit Klimawandel. Der Klimawandel beeinflusst unsere Produktion derzeit, dass es früher warm wird, die Bäume früher austreiben, wir dadurch größere Gefahr von Spätfrösten haben, die Sommer dann dementsprechend heiß und trocken sind und das Obst dann Probleme bekommt, Fruchtgröße zu erreichen, mangels Wasser oder auch wirklich durch die Hitze, die direkte Sonneneinstrahlung geschädigt wird mit Sonnenbrand und Vertrocknung. Jetzt ist aber dieser Agroforst natürlich auch eine Möglichkeit, dem Klimawandel und dieser Trockenheit entgegenzuwirken. Einmal, weil dann eine Bodenbedeckung dauerhaft gegeben ist und zum anderen, weil sich eben der Boden immer weiter aufbaut mit Humus und dann auch das Wasser, was vorhanden ist, besser halten kann. Ja, wäre es nicht zu dieser Kooperation gekommen, hätten wir das definitiv nicht gemacht. Ich hätte es mich nicht getraut. Wir pflanzen hier 1700 Pflanzen und die können wir einfach komplett finanzieren, dank der Deutschen Postcode-Lotterie. Ich habe die Hoffnung, dass die Pflanzen besser gedeihen, dass wir auf Dauer gesehen weniger Arbeit haben, dass wir zum Beispiel weniger bewässern müssen, dass wir uns weniger um Schädlingsbefall kümmern müssen, der natürlich in einer sortenreinen Fläche viel höher auftritt, in so einer Mischkultur. Meine Vision von morgen ist, dass wir eine artenreiche, vielfältige Landwirtschaft haben und dass wir Menschen im Einklang mit der Natur leben und arbeiten.